Ja, ansonsten läuft ja der Countdown. Es sind noch 40 Tage bis zur Bundestagswahl am 23. Februar. Und da wird es natürlich nicht langweilig, auch nicht für unsere Kolumnisten. Und heute Morgen ist Hannah Bittger aus unserer Politikredaktion zu uns ins Studio gekommen. Guten Morgen, Hannah. Guten Morgen. Ja, warum ist ausgerechnet Olaf Scholz für dich heute so wichtig? Ja, da könnte man sich wundern, das stimmt. Olaf Scholz ist auf Wahlkampftour, wie die meisten anderen Politiker auch, und wird heute Abend in Chemnitz eine Art Bürgerdialog haben. Das ist nur ein kurzer Zwischenstopp, nachdem er in Helsinki zum Ostseegipfel gereist ist. Aber in dieser verkürzten, komprimierten Wahlkampfzeit ist jeder Auftritt, insbesondere von Olaf Scholz, natürlich von besonderer Bedeutung. Und hier auch in Sachsen, da wissen wir ja, dass die SPD einen schlechten Stand hat. Im vergangenen Herbst kam sie gerade mal ein bisschen über 7%, sitzt trotzdem in einer Minderheitsregierung. Aber hier ist es doch interessant, das weiter zu beobachten. Gerade auch deswegen, weil jetzt ein neues Ranking veröffentlicht worden ist, ein weltweites Ranking zu den unbeliebtesten Politikern. Und da steht Scholz ziemlich weit oben, nämlich auf Platz 3 mit einer durchschnittlichen Ablehnung von 74%. Boah, Wahnsinn. Naja, und auch so die Aufholjagd, die man in den Umfragen ja immer versprochen hat, die ist noch nicht gezündet. Insofern versucht man jetzt noch alle Register zu ziehen. Insofern ist die SPD auch heute dein Aufreger des Morgens. Ja, die ist auch mein Aufreger des Morgens. Leider muss man sagen, also eigentlich zieht sich das schon seit 2 Tagen hin. Denn am Sonntag hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken bei Karin Mioska in Zweifel gezogen, dass die Brandmauer zur AfD seitens der CDU halten würde. Zur Erinnerung an alle, die es vergessen haben, die CDU schließt immer wieder kategorisch aus, mit der AfD zu koalieren. CDU-Chef Friedrich Merz macht sogar seine politische Zukunft davon abhängig. Sein Wort gilt. Und ich weiß nicht, was das soll, dieses öffentliche Misstrauen zu artikulieren. Dagegen ist ein positives Beispiel, man soll ja auch über positive Dinge vielleicht mal reden, der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte, auch Mitglied der SPD bekanntermaßen, hält jetzt dagegen und sagt im Interview heute, das heute in der Welt erscheint, meines Kollegen Uli Exner, er habe Vertrauen, dass die Brandmauer halte der CDU gegenüber der AfD. Ja, Marie hat es eben gesagt, Hannah, es sind noch 40 Tage bis zum 23. Februar. Aber warum ist ausgerechnet dann die Bundestagswahl deine Nachricht des Morgens? Meine Nachricht des Morgens ist deshalb so relevant, weil ab heute die Wahlbenachrichtigungen für die Berliner Empfänger eintreffen sollen. Und nun wissen alle leidgeprüften Einwohner Berlins, dass das leider keine Selbstverständlichkeit ist. Wir erinnern uns an 2021. Es war ein absolutes Chaos bei der Wahl. Auch ich gehörte zu denjenigen, die dann mehrmals wählen durften, weil ja... Bei mir hat noch alles funktioniert morgens um 8. Herzlichen Glückwunsch. Weil ja in Teilen eine Wahlwiederholung dann stattfinden musste. Also das wird jetzt vonstatten gehen. Aber jetzt gibt es wieder neue Fallstricke, nämlich ob das mit der Briefwahl alles noch rechtzeitig klappen wird. Das steht noch so ein bisschen dahin, insbesondere für Auslandsdeutsche. Denn da müssen die Briefunterlagen ja rechtzeitig ankommen und auch wieder rechtzeitig zurückgeschickt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass nach der Wahl noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, sondern es eventuell zu Verfassungsklagen kommen könnten. Also hoffen und bangen, dass das da irgendwie gut geht. Aber nach all den negativen Aspekten müssen wir auch noch auf das Thema schauen, was dir Hoffnung macht heute. Ja, mir macht Hoffnung, dass die Betroffeneninitiative Eckiger Tisch, die gegründet worden ist nach Bekanntwerden der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, sich zum 15. Jahrestag jährt. Das ist jetzt genau 15 Jahre her, dass diese Initiative gegründet worden ist. Wir erinnern uns, 2010 wurde das erstmals bekannt, das ganze Ausmaß dieser schrecklichen Missbrauchsskandale. Und ich finde zwar, dass die katholische Kirche und übrigens auch die evangelische Kirche, wir haben ja im vergangenen Jahr erleben müssen, dass es auch da Missbrauchsskandale gab, aber ich finde, die Kirche verhält sich noch zu wenig sichtbar. Es gibt noch sehr viel zu tun. Der Eckige Tisch bemängelt auch zu Recht, dass die Kirche noch immer nicht richtig Verantwortung übernimmt, auch was Entschädigungszahlungen betrifft. Aber trotzdem, es gibt diese Initiative, es ist aufgedeckt worden und ich bin nicht bereit, ich bin selber Protestantin, ich bin nicht bereit, meine Hoffnung hier schon aufzugeben. Also es ist vielleicht ganz im Sinne der Autobiografie des Papstes, die heute erscheint, die den Titel trägt, ist vielleicht ein bisschen seicht, aber sie trägt den Titel Hoffe.
Meine Welt, meine Meinung. Heute an diesem Dienstagmorgen von Hannah Bethke aus unserer Politikredaktion. Danke für deine Einordnung. Danke, dass du da warst.